Ja, hallo liebe Leute, ein weiteres Tutorial für die Rumpfkonstruktion, Flugzeug-Rumpfkonstruktion mit FreeCAD. Ich habe gestern Abend da noch ein bisschen rumprobiert und dabei wirklich tolle Ergebnisse erreicht. Die will ich euch nicht vorenthalten, und wenn euch solche Videos interessieren, so lasst auch gern ein Abonnement da und einen Klick auf die Glocke, dann werdet ihr über neue Videos informiert. Und damit willkommen bei Tutorials und diesem neuen Tutorial hier über die Rumpfkonstruktion. So, jetzt während dieses Einspielers hier habt ihr unten, seht ihr noch so eine Einblendung, so ein komisches Farbdisplay, wo ich mit der Hand darauf rumtippe. Und das ist ein Teil, das ist ein Raspberry Pi mit einem Display, und da kann ich eben die Abo-Klicks und so weiter mit aktivieren. Und wenn ihr selbst auch Videos macht für YouTube, dann solltet ihr euch das auch anschauen. Erstmal den Raspberry Pi, und die Software heißt StreamPi. So, das zu dieser Sache. Jetzt weiter mit FreeCAD. Ich habe in FreeCAD heute auch die 3D-Maus angeschlossen. Leider kann ich die nicht mehr einblenden wie in den letzten Videos, weil meine Webcam oder eine Webcam kaputt gegangen ist. Deswegen habe ich hier keine mehr für über. Aber ich werde das auch nutzen für die 3D-Navigation. Ihr könnt natürlich genauso die Maus benutzen. Und ich benutze auch beides, Maus und dann auch schon mal den 3D-Navigator. Okay, legen wir los. Datei ist neu. Ich fange an. Wir schauen erstmal, welche Version das ist über FreeCAD. Das ist die Version 0.20. Daily Build heißt das Ganze. Die Revisionsnummer ist die 26155 Git, und die ist vom 16. Oktober 21. Und gucken wir mal auf den Kalender, 16. Oktober, das ist von letzter Woche. Also es wird diese Woche, denke ich mal, noch eine neue geben. Ich habe schon Probleme festgestellt in dieser Version, und zwar manchmal funktionieren im Sketcher die Tastenbefehle nicht. Das merkt er dann, dann tippe ich und dann passiert nichts, dann muss ich die dann manuell ausführen. Kann ich aber mit leben, will jetzt nicht wieder zurück auf eine ältere Version wechseln. Okay, also neue Datei haben wir. Ich lege erstmal ein Spreadsheet an. Deshalb schauen wir erstmal, welche Arbeitsbereiche, also Workbenches, wir überhaupt benutzen. Wir benutzen Part, wir benutzen Part Design, wir benutzen Spreadsheet, den Sketcher und Draft. Das sind Standard-Workbenches, wo ihr nichts installieren müsst. Und dann gibt es noch die Curves Workbench, die müsst ihr installieren. Das heißt, das machen wir auch wieder kurz das geht über Werkzeuge. Dann habt ihr hier den Add-on Manager und dann ein bisschen weltweites Warten. Und dann haben wir hier, dann kann man hier schauen, Curves, das ist die hier, die ist bei mir installiert. Und wenn ihr die halt installieren wollt, dann klickt ihr da drauf und klickt hier unten hin ausgewählte Installieren, Aktualisieren. Mehr Workbenches werden hier nicht genutzt. Okay, dann bei den Makros wird ein Makro benutzt, und zwar, das schauen wir auch mal gerade rein, das Ganze nennt sich Alias Manager, und er lädt und lädt und lädt, und dann haben wir hier, und dann ist hier der Alias Manager, den solltet ihr auch installieren. Und ich schließe das jetzt mal gerade hier, aber mir ist der ja installiert. Und den könnt ihr dann aufrufen, entweder über Makro und Makros. Und dann habt ihr hier den Alias Manager, könnt sagen ausführen. Oder ihr macht das wie ich, im Part Design Modus habe ich hier ein Symbol. Da gibt es auch ein Symbol für den Alias Manager. Und dann kann man den hier in einem Panel anlegen. Das geht dann über... gerade mal schauen, wo haben wir es, Werkzeuge, Benutzer definiert, und dann habe ich, wenn ich hier auf die Symbolleisten gehe, habe ich hier zwei, einmal Part und einmal Add-ons, und im Add-ons, da habe ich diesen Alias Manager reingelegt. Ich habe also eine neue
neue Symbolleiste angelegt. Die habe ich Add-ons genannt und habe dort dann hier ein Makro. Das geht folgendermaßen. Ihr geht einfach hier auf Makro. Und dann steht der da schon drin und dann könnt ihr den darüber ziehen und dann habt ihr den auch wie ich hier auf der Oberfläche. Okay, das Ganze habe ich halt, das habt ihr schon öfters bei mir gesehen, auch für Befehle des Part-Modus gemacht. Die Boolschen Operation, Differenz, Vereinigung, Schnitt. Extrudieren, 3D-Versatz, das wird hier häufiger verwendet. Ausformung nicht so sehr. Regelfläche werden wir auch nicht brauchen. Form aufbereiten, immer wieder gern gesehen. Und ich denke, das sind die wichtigen Funktionen des Part-Modus. Wobei ich nicht so viel im Part-Design-Mode rummache, deswegen werde ich mehr im Parts sein. Da habe ich die Boolschen Operation hier sowieso schon standardmäßig drin und habe nur hier hinten noch dieses Form aufbereiten mir hingepackt, was man hier normalerweise aufruft über Formteil, Create a Copy, Form aufbereiten. Okay, damit los. Wir erzeugen erstmal im Spreadsheet-Mode eine neue Tabelle und die kriegt einen Namen AAA. Und ich mache direkt noch eine zweite. Der Grund ist, weil die Tabellen relativ groß werden. Das wird unübersichtlich. Deswegen möchte ich das aufteilen. Machen wir noch eine. Die nenne ich BBB. So, dann öffnen wir es mal. Erstmal machen wir nur in der ersten Tabelle was. Die haben wir hier geöffnet. Einmal die Zeichnung selektieren, also das Zeichnungsfenster und dann Fenster anordnen und dann können wir das hier zusammenschieben. So zum Beispiel. Und können hier das rüberziehen. So, jetzt haben wir hier unsere Parameter und da können wir an sich schon mal loslegen. Welche Parameter werden wir denn nutzen? Also wir haben weiterhin 8 Profile, wie auch in der letzten Version. Das heißt, wir haben D, das sind ja Durchmesser, D11 für das erste Profil, das Maß in der Höhe, also senkrecht, und D12. Dann haben wir den Abstand dieser Ellipse von der X-Achse. Das heißt, das nennen wir H1. So, jetzt muss ich schwer überlegen, was haben wir noch? Wir haben noch L1, das ist die Position des Profils in der Y-Achse. So, jetzt muss ich überlegen, hatte ich noch mehr? So viel mehr waren es nicht. Ein Teil davon werde ich halt in die andere Tabelle legen. Muss ich gerade mal schwer überlegen. Ist gar nicht so einfach, sich dran zu erinnern. Das waren einmal noch die Werte. Was hatte ich denn da noch? Wir machen die mal gerade auf, bevor ich hier was falsch mache. Das heißt, letzte Dateien. Machen wir ruhig mal die Datei von gestern Abend auf. Okay, da ist die Datei offen und dann schauen wir hier mal gerade in diese Datei hier rein. Was habe ich da gehabt? Da habe ich die R genannt. Genau diese A-Werte hier, die werde ich in die, was war das denn nochmal? A11, A12, ach, die Winkelunterteilung, ja, die packe ich auch noch hier rein. Die sind hier eher wichtig.
Und das war's. Okay, die hatte ich vergessen, aber die Datei einfach wieder zu. Und wir legen hier weiter, fahren hier fort. Also was haben wir hier? Wir haben Winkel. Die benenne ich als A1, 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 2, A1, 3, A1, 4 und A1, 5. So, jetzt können wir erstmal die ersten Parameter hierfür festlegen. D11, das ist 40, D12 ist 39, H1, da machen wir einfach mal einen Millimeter, die Position ist 0. So, und dann haben wir hier einmal unten einen Winkel, den machen wir auf, machen wir ruhig 10 Grad. So, dann geht das weiter, 45 Grad. Dann machen wir 35 Grad und 50 Grad und oben wird nochmal 10 genommen. So, da kann ich jetzt erstmal für die erste Zeichnung die Parameter machen. Wir können aber auch direkt schon hergehen, die alle kopieren. Und dann können wir das hier einfügen. Das sind jetzt 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Jetzt müssen wir nur noch hier die Werte vorne abändern. So, D21, D22, H2. Okay, das ist jetzt beschleunigt worden, meine ganze Tipperei. Ich habe jetzt die Tabelle hier vorne alles angepasst, eben, dass ich hier A14 für das erste und hier dann mit D21 und so weiter für das zweite Profil das habe. Was ich jetzt hier noch anpasse, sind die L-Werte. Der L1 ist 0, der L2-Wert, der ist 75. So, der L3-Wert ist, das sind 150 plus 70, 220. So, dann der hier ist 290. Dann kommen jetzt die weiteren Werte für die Profile 4, 5, so, müssen wir gerade schauen, Nummer 1, 2, 3, da muss ich noch mal reinschauen, ich glaube, ich habe einen vergessen, also hier haben wir 75, das ist falsch hier, da kommt natürlich 150 rein bei L3. Bei L4, da kommen die 220 rein, bei L5 die 290. Und dann ab dem Profil 6, da geht es dahin, wo der Rumpf hinten dünner wird. Und das sind im Abstand von 120 mm, das 290. Ich kann auch hier tippen, bei L6 gleich 290 plus 120, also 410, und dann machen wir hier bei L7 gleich 410 plus 120, 530, das war jetzt L7 und dann haben wir hier noch L8 und das müsste die Länge dort, die 650 mm, das ist die Rumpflänge sein. Okay, es sind jetzt erstmal alles dieselben Radien und Positionen hier. Das ist völlig in Ordnung. Wir fangen sowieso erst mit einer Zeichnung an. So, das heißt, wir wechseln aus dem Spreadsheet in den Sketcher und erzeugen einen neuen Sketch. Der Sketch wird gelegt auf die YZ-Ebene. Offset lassen wir erstmal so und da ist die Zeichnung.
da zeichnen wir jetzt erstmal eine Ellipse ein. Das heißt, hier bei der Ellipse ist mir was aufgefallen. Ich habe gestern rumgedoktert, bis ich die Zeichnung wirklich neu machen musste. Und zwar hat er mir immer den Rumpf oben dann so einen Streifen offen gelassen. Ich wollte den aber unten haben, ich habe es nicht hingekriegt. Das scheint damit zusammenzuhängen, wie man die Ellipse zeichnet. Das heißt, einmal hier hinklicken. Man zeichnet die am besten wirklich hier neben. Dann zieht man die einmal nach unten auf und das zweite nach rechts auf. Es scheint so zu sein, wenn man die Ellipse anders zeichnet, dass die dann eine andere Drehrichtung hat und dann verhält sich die Software anders. Hier drücken wir einmal H für horizontal. Den packen wir hier drauf. Das passiert mit Shift.O und da seht ihr schon, das klappt nicht mehr. Vorhin hat das noch geklappt, also ich muss jetzt hier wirklich das explizit mit den Befehlen machen, mit der Mausbedienung. Das ist diese Funktion hier. Da schreibt er auch hier O und da wird sie draufgelegt. So, jetzt können wir die Maße hier reinmachen. Wir haben einmal das Maß hier. Ja, Shift D geht auch nicht mehr. Gut, das ist die. Und dann wählen wir hier AAA.D11 aus. So, da habe ich aber was vergessen. Wir machen einmal hier abbrechen, gehen aus der Zeichnung erstmal raus und jetzt muss erstmal dieses Makro benutzt werden. Da gehen wir in Part-Design, hier dieses Makro Alias Manager. Das heißt, hier die Alias müssen alle hier auf die Werte übertragen werden und dann schauen wir, bis zu welcher Zeile geht das, bis 73. Das heißt, ich starte den Alias Manager. Column B ist richtig, von 2, das ist auch richtig, bis Nummer 4, das ist falsch. Da machen wir die 73 rein und drücken auf OK. Jetzt werden die alle gelb. Ich kann das schließen, kann hier runterschauen. Bis zum letzten Wert hat er die Alias übernommen. Das heißt, wir können jetzt wieder den Sketch aufmachen und hier weiter zeichnen. So, das Maß einmal bemaßen, bitte auf FX klicken und dann AAA. Das ist D11 40 und dann machen wir, das ziehen wir jetzt hier schön rüber, machen wir das Maß hier. Das geht immer noch nicht, also müssen wir es mit den Befehlen machen. So, das heißt AAA.D12. So, da ist das definiert. Dann haben wir hier diesen Abstand zu dieser, auch hier einmal auswählen. Und das ist AAA.H1. Und dann haben wir den Kreis schon bestimmt. Jetzt werden hier mehrere Linien eingezeichnet. Und zwar, die werden alle blau, also Konstruktionslinien. Die gehen vom Mittelpunkt der Ellipse aus. Und da brauchen wir einmal dort 2 Stück. Dann brauchen wir hier 2 Stück. Da brauchen wir 2 Stück. Ich muss gerade mal schauen. Genau, noch einmal. Hier so ungefähr. Und hier oben brauchen wir auch noch 2 solche Linien. So, erstmal werden diese Linien, die bekommen alle dieselbe Länge. Da brauchen wir aber das nur hier auf dieser Seite zu machen. Den Grund dafür werdet ihr gleich sehen. Das heißt, da würde ich jetzt E drücken. Das klappt nicht. Ich muss also hier das Gleichheitszeichen drücken. Die sind jetzt gleich. So, dann werden die erstmal hier, die beiden werden symmetrisch. Die Symmetrisch-Funktion, die funktioniert komischerweise. Da kann ich das S drücken. Wenn ich das nicht drücken würde, würde ich halt diese Funktion hier auswählen. Das machen wir hier dann bitte auch. Die werden auch symmetrisch. Und die beiden auch. Dazu. So, jetzt kriegen die noch ein Maß. Die Länge, damit die immer hier rüber ragen. Da wir wissen, dass
D11 ist der größere der beiden Radien. Also packen wir den hier drauf, machen eine Bemaßung, tippen hier AAA.D11. So, dann sind die immer groß genug. Die Maße hier können wir noch ein bisschen rausziehen. Und jetzt kommt die Winkelbemaßung mit diesen ganzen A-Werten hier. Das heißt, dieses Maß hier, da wird wieder Taste A nicht funktionieren. Also wir müssen hier wirklich explizit diesen Winkel wählen. Und da wird das AAA.A11. Das sind die 10 Grad. Dann geht es weiter. Diesen Winkel hier, das wird der Winkel AAA.A12. Der Winkel hier, na komm, der Winkel hier, das wird AAA.A13. Das hat er jetzt nicht gemacht, habe ich mich vertan. Nochmal schauen, AAA.A13. Und dann haben wir den Winkel hier. Punkt A14. Ich vergesse mal auf das FX zu klicken. Da Punkt A14. Das sind die 50 Grad. Und dann haben wir diesen Winkel hier oben noch, die beiden. Und das wird dann FX nicht vergessen. AAA.A15. So, jetzt der wichtigere Part hier ist die Konstruktion von solchen Punkten hier. Und zwar, ich zeige euch mal gerade, was jetzt passiert, wenn ich hier das schließe. Dann habe ich hier eine Zeichnung, die hat einen einzigen Startpunkt. Der liegt hier unten, da, und sonst sind keine Punkte sichtbar. Ich mache jetzt hier schon mal vorsichtshalber im View. Soll ich mal schauen. Bei Ansicht, dann fahren wir hier runter und dann haben wir hier irgendwo Point Size. Das setzen wir mal auf 10. Dann ist der schön sichtbar. Okay, wir öffnen die Zeichnung wieder und ich möchte jetzt hier Punkte rein konstruieren, die auch sichtbar sind als Punkte, wenn ich die Zeichnung verlasse. Dazu, es sollen immer auf die Schnittpunkte hier jeweils solche Punkte draufkommen. Also wir wählen diese Funktion aus und zeichnen hier neben die Punkte 1, 2, 3, 4, 5 und da auch 1, 2, 3, 4 und 5. So, jetzt verlasse ich die Zeichnung und die sind nicht sichtbar. Komisch, ne? Das liegt daran, dass diese Punkte standardmäßig immer als Konstruktionspunkte angelegt werden, die nicht sichtbar sind. Das heißt, wir müssen die alle selektieren und einmal diese Taste hier drücken und dann sind die sichtbar. Dafür nochmal Danke an den Herrn Schleritzko, der mir das halt gesagt hat oder geschrieben hat im Kommentar. Ich klicke einmal hier drauf. Jetzt werden die weiß und wenn ich jetzt rausgehe, dann habe ich die hier liegen. So, jetzt müssen die ja natürlich noch auf den Kreis kommen. Das ist jetzt wieder ein bisschen Arbeit. Das heißt aber nicht viel. Also den und den, die kommen bitte darauf. Du und du. Mal gucken, es geht die Taste O hier. Ach, das ist O, nicht Shift O. Dann können wir das einfacher machen. Okay. Du, Taste O. Du, Taste O. Du, Taste O. Taste O. Und du bitte auch. Der kommt hier drauf. Der kommt da drauf. Und jetzt machen wir das hier noch für die
weiteren Schnittpunkte. Das heißt, der kommt natürlich auf die Ellipse und der auch, der auch, der auch, der, dann haben wir den hier noch und die beiden hier unten. Und dann ist das erst einmal soweit fertig. So, wenn ich jetzt die Zeichnung verlasse, dann habe ich die ganzen Punkte hier drauf. Da oben fehlt mir noch einer. Den hätte ich auch gerne. Da hätte ich auch gerne einen Punkt drauf. Das heißt, da zeichnen wir wieder einen Punkt ein, machen den erstmal zu einem sichtbaren Punkt. Der wird da drauf gelegt und auch mit dem Kreis geschnitten. So. Zunächst fertig. Aber diese beiden Punkte hier, die möchte ich noch veränderbar machen. Das heißt, aus diesen beiden mache ich erstmal wieder unsichtbare Punkte. Das heißt, wenn ich jetzt hier schließe, dann sieht man, die sind weg. Und da mache ich jetzt neue Punkte rein. Die lege ich hier irgendwo daneben. Die machen wir auch sichtbar. Das heißt einmal so, und dann sind die weiß. Die sind einmal symmetrisch zu dieser Achse hier. Und ich zeichne jetzt hier noch eine blaue Linie ein, und zwar von da nach da. Und die Punkte, die kriegen jetzt hierzu einen Abstand. Dafür habe ich die Tabelle BB angelegt. Das heißt, die mache ich jetzt gerade mal auf. Die legen wir uns auch hier so rein. Ziehen die auch so auf. Und da haben wir die Werte dx1, dy1, dx2, dy2, dx3, dy3, dx4, dy4, dx5, dy5, dx6, dy6, dx7, dy7 und dx8 und dy8. So, dann, was wir auch noch hier einzeichnen, ist eine weitere, einen weiteren Wert. Jetzt muss ich mal gerade schauen, warum bin ich... ich muss hier wieder reinklicken. So, erstmal, die Werte lege ich erstmal fest. Und zwar alle auf 0. So, dann brauchen wir hier noch eine Linie, auch durch diesen... wieso geht das jetzt nicht? Jetzt geht's wieder. Okay, ich muss ja wirklich reinklicken. Dann einmal von hier und die steht waagerecht. Die Länge ist eigentlich relativ egal. Und dann wird der Punkt jetzt, der kriegt jetzt hierzu Werte. Das heißt, einmal kriegt er dazu einen Abstand. Und zwar, das machen wir hier. Stimmt das? Das muss ich gleich mal schauen. Okay, er kriegt jetzt einen Wert AAA. Punkt. Nee, BBB ist das natürlich, aber das klappt natürlich wieder nicht. Das heißt, wir sind jetzt hier in BBB, wieder einmal in den Part Design Modus, die Zeichnung schließen, hier den aufrufen und das geht von 2 bis 17.
versuchen wir es mal so. Das mag der jetzt nicht hier. Das finde ich nicht gut. Dann packe ich den in die AA mit rein. Das hat ja keinen Sinn. Okay, dann entfernen wir die hier, wechseln hier rein und ich packe die hier unten drunter, aber ab da. Und dann machen wir hier den Alias bis 90. Okay. Leider nur in einer Tabelle möglich. Wäre nett gewesen. Also die Tabelle können wir eigentlich auch wieder rauslöschen. Das heißt, löschen wir die raus. So, dann haben wir hier jetzt nochmal, gehen wir in die Zeichnung rein. So, ich habe jetzt diesen Punkt hier. Und der kriegt jetzt hier einen Abstand davon. Und zwar Abstand AAA.tx1 kommt er da drauf und dann kriegt er auch hierzu einen Abstand. Shift E, das funktioniert ja nicht, also hiermit, das wird AAA.dy1. So, jetzt sind die beiden Punkte definiert, weil die sind ja symmetrisch. Das heißt, ich muss nur das einmal machen. Jetzt kann ich hier in der Tabelle, das können wir uns am besten hier anschauen, da sind die beiden Punkte. Jetzt mache ich hier eine 5 rein. Dann gehen die nach innen, dann mache ich eine -5 da rein. Das geht leider so nicht. Das ist nicht gut. Da müssen wir auch nochmal in den Sketch. Ich hätte das schon gerne, dass er das in beide Richtungen macht. Wie kriegen wir das hin? Nehmen wir das Maß erstmal wieder raus. Na komm. Löschen wir. Dann machen wir eine 5 rein. Das nehmen wir auch raus. So, jetzt können wir die wieder schieben. Dann müssen wir halt hier wirklich überall positive Werte eintragen. Und dann die können wir dann rausnehmen. Da machen wir erstmal das Maß hier. Das wird mit einer horizontalen Länge AAA.dx1 und dann haben wir noch das Maß hier. Das wird Maß von AAA.dy1. So, jetzt liegt der hier so knapp da dran mit 0,1 mm Verschiebung. Auf der anderen Seite ist das genauso der Fall. Also sind wir fertig mit der Zeichnung. So, wir schließen die, machen erstmal hiervon, erstmal wird die umbenannt in Sketch 001.
damit ich gleich die richtige Nummerierung zu den Positionen habe. Einmal STRG C. Das AAA kann hier ausgeklickt werden. Okay, und dann brauchen wir nur noch STRG V und das klicken wir, bis wir bei Zeichnung Sketch 008 angekommen sind. Jetzt verteilen wir die Sketche erst einmal auf die Länge des Rumpfes. Das heißt, wenn wir uns das so anschauen, da ist der Sketch, Sketch 2. Gehen wir hier auf die Daten bei Placement Position, ziehen das hier so weit hoch, das können wir ruhig zumachen hier, da haben wir hier ein bisschen mehr Platz und da haben wir Position und bei X, das ist der richtige Wert. Also erstmal der Sketch 1, der kriegt hier einen Wert und zwar AAA.L1 und dann der kriegt den Wert AAA.L2, der den Wert L3, der AAA.L4, dann haben wir hier den L5, L6, das ist L7, bei X natürlich 7 und dann haben wir noch den letzten, das geben wir hier hin, AAA.L8. Jetzt habe ich diese erstmal hier verteilt. Und jetzt geht es an die Anpassung der Radien von, das ist richtig, da ist der 40 x 40 mm, ungefähr ein Kreis. Der Wert muss immer ein bisschen größer als der sein, sonst rastet die Ellipsenfunktion aus. Darauf achten und dann geht es hier weiter bei dem D21. Ich weiß, dass ich den D31, das habe ich ja an meiner Vorlage abgemessen, da ist die Höhe bei 62 mm und die Breite bei 52. So, hier passiert noch nichts, das ist, weil die Zeichen müssen alle nur angepasst werden. So, dann machen wir hier wenn wir hier 62, 52 haben, dann machen wir hier 62 mal 50 und hier das Maß, das geht da auf, was hatte ich da eingetippt, 52. Da machen wir mal 46. So, dann geht es hier weiter. So, die 4 haben wir schon. 40, nee, haben wir nicht. D3 haben wir. 1, 2, 3, genau. Dann kommt die Nummer 4 und die Nummer 5. Aber die Nummer 5, da trage ich erstmal ein. Da ist das in der Höhe 52, in der Breite 42. Und dann wird das Maß davor, das ist dann hier, da müssen wir wieder dann ein bisschen approximieren, die Höhe hier 52, davor waren es 62, also machen wir mal 56, die Höhe und die Breite, die machen wir, die geht von 52 auf 42, 40, 52. Dann machen wir mal 42, 46. So, dann haben wir D4 und 5, also 1, 2, 3, 4, 5. Jo, jetzt kommen die Werte 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kommen die Werte 6, 7 und 8.
und da wird der Rumpf kleiner. Da wird es hinten eben das Rumpfrohr. Da wird die Höhe, da machen wir mal 35, 34 bei 6, bei 7 machen wir 30 und 26 und hinten am Ende, da wird das 25 und 24. Okay, jetzt müssen wir die ganzen Zeichnungen anpassen und die Parameter ändern. Das ist kein einfacher Task. Ich zeige das hier jetzt, wie es bei Sketch 2 geht, und dann seht ihr bei 3 bis 8 es wieder beschleunigt. So, wir fangen hier an. Es werden jetzt alle Werte, die hier drin liegen, auf die korrekten Parameter angepasst. Das heißt, wir ziehen erstmal hier die ganzen Winkel raus, dass wir die schön angreifen können. Machen wir es ruhig so. Da ist es nicht so einfach. Ziehen wir das hier so hin. Na, wo bist du? Da ist es der Winkel. Dann haben wir hier oben noch den Winkel hier. Den ziehen wir dahin. So, die Winkel haben wir, die beiden Werte haben wir. Wir haben hier das Maß hier. Und wir haben die beiden Maße hier. Ich denke, damit habe ich alles. Das heißt, wir fahren los. Doppelklick auf FX. Da wird raus die 2,1. Da wird raus die 2,2. Da wird raus die 2,3. Da wird raus die 2,4. So, da wird raus die H2. So, da fangen wir immer mit dem mit der Höhe an. D2,1 und der hier D2,2. So, das wird auch die 2,1. Die Winkel haben wir den Winkel hier angepasst? Ich glaube nämlich nicht. Ziehen wir auch so raus. Doppelklick, das müsste 2,5 sein. So, das hier ist dx1, also wird es dx2. Und das Maß hier, das wird dy2. Schauen wir mal, habe ich alle? Jo, ich habe alle. Das heißt, Zeichnung wird geschlossen. Jetzt sieht man hier, der ist jetzt geändert. Und jetzt mache ich die anderen Werte. Ihr hört mich dann nicht mehr labern und das mache ich halt fix jetzt, damit ihr da nicht so lange warten müsst. So, okay, letzte Zeichnung wurde entsprechend von den Parametern her geändert und
Bei Zeichnung 6 habt ihr festgestellt, da ist was schief gelaufen. Da habe ich erst die Höhe geändert, die war dann kleiner als die Breite geworden und dann hat er sofort das durcheinander gehauen. Da musste ich eins von den Masten rauslöschen und neu setzen, damit ich da wieder klar kam. So, wir können die Zeichnung schließen. Wir haben jetzt hier diese 8 Zeichnungen hintereinander und jetzt ist es Zeit, die Zeichnung erst einmal zu speichern. Datei, speichern unter und das Ganze heißt jetzt Rumpf 4-Tut-001. So, dann ist das Ding gespeichert und jetzt müssen hier solche Spline-Kurven reingelegt werden. Das ist auch wieder eine Menge Arbeit. Da fangen wir erst einmal an und dann will ich das hinterher dann auch wieder entsprechend beschleunigen, damit ihr nicht zu lange warten müsst, weil das ist eine immer wiederkehrende gleichförmige Arbeit. So, das heißt, wir wechseln jetzt einmal in diese Curves und das ist jetzt passiert. Diese Funktion werden wir nutzen, aber bevor ich die nutzen kann, sind hier jetzt diese Punkte, die ich verbinden möchte, die sind zu selektieren. Und um die zu selektieren, muss man da so reinfahren und ganz sicher sein, dass der Punkt so gelb aufleuchtet, dann kann man den selektieren. Wichtig ist, wenn ihr jetzt, dann drückt ihr Steuerung-Taste und wenn ihr jetzt hier aus Versehen den Kreis selektiert, dann einmal daneben klicken und wieder von vorne anfangen. Nicht da nochmal draufklicken und dann den selektieren, das funktioniert nicht. Hinterher kommt dann ein Spline raus, was nicht dem entspricht, was wir haben wollen. Also wir fangen dort an. Ich empfehle da jetzt mit der Shift-Taste das zu bewegen. Ich merke gerade, meine 3D-Maus habe ich überhaupt nicht genutzt. Irgendwie muss ich mich da erst wieder dran gewöhnen, aber ich empfehle, das halt hier zu bewegen, dann hier genügend rein zu zoomen, die Steuerung-Taste zu drücken und dann wirklich ganz vorsichtig da reinfahren, dass das gelb ist und selektieren. Und das bei jedem Punkt, der dazu gehört. So, dann haben wir den hier. Lieber ein bisschen mehr Zeit lassen beim Selektieren, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ihr am Ende wieder von vorne anfangen müsst, weil ihr was daneben geklickt habt. Den bitte. Und da nehmen wir dann diesen, das war der letzte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Das heißt, ich klicke einmal hier auf Freehand B-Spline und dann ist der erste Spline drin. Den einmal die Escape-Taste drücken, aus dem Edit-Mode raus, anklicken, F2 drücken und das nenne ich jetzt F für Freehand Spline, Strich und das ist oben. Das ist ja der oben so drauf liegt. Okay, jetzt machen wir noch einen hier im langsamen Modus und dann seht ihr die weiteren dann wieder beschleunigt. Also auch hier jetzt einmal daneben klicken, dass der Spline nicht mehr selektiert ist. Das ist nicht notwendig, aber es ist für euch einfacher. Selektieren, das hat er jetzt nicht gemacht. Klicken wir nochmal daneben. Selektieren, so. Dann hier rüberfahren, genügend reinzoomen, Steuerung und den selektieren. Und den selektieren. Und den Punkt selektieren. 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 Und du bitte auch selektieren. So, wiederum diese Funktion auswählen und schon ist der zweite Spline da drin. Den wieder Escape Edit Mode beenden, F2 drücken und der heißt jetzt F-1. Weil der geht hier so in diese Richtung, das nenne ich Minus, die anderen nenne ich dann gleich Plus. So, jetzt mache ich weiter. Ihr hört meine Stimme nicht mehr, vielleicht ein bisschen die Musik ein bisschen lauter machen, muss ich mal gucken. Und dann geht's schneller beschleunigt.
So, okay, alle sind erzeugt. Ich mache die mal gerade wieder sichtbar. Ich hatte vergessen, am Anfang die drehende Uhr anzumachen. Ich hoffe, das verzeiht er mir nochmal. Das ist auf alle Fälle auch beschleunigt. Das merkt er ja daran, dass ihr mich da nicht labern hört. Und jetzt haben wir hier dieses Teil fertig mit eben 10 solchen Linien und einmal 2 noch, eine unten und eine oben. Die untere, die brauchen wir später erst. Jetzt beginnen wir erstmal damit, den Rumpf hier mit zu erzeugen. Das heißt, ich selektiere. So, das ist noch was ganz Wichtiges. Und zwar für die erste und die letzte Zeichnung müssen diese Punkte hier wirklich auf dem Kreis liegen oder auf der Ellipse liegen. Das heißt, ich gehe dafür nochmal hier in diese Definition von dx und dy-Werten und ändere diese für die Nummer 1 auf 0. Die werden auch nie mehr angepackt. Und für den hinteren, da machen wir das auch auf 0. Dann liegen die Punkte wirklich auf dem Kreis und dann kann die Funktion dieser Gordon, den ich hierfür benutze, die Gordon Surface, die kann dann auch wirklich funktionieren. So, jetzt, wie machen wir weiter? Ich selektiere die erste Zeichnung, die letzte Zeichnung und fange an. Ich selektiere einmal oben und dann -1, -2, -3, -4, -5, dann +1, +2, +3, +4, +5 und unten lasse ich einfach weg. So, dann wird auf Gordon geklickt und gewartet. Das ging aber schneller als gedacht. So, jetzt gucken wir mal, ob das geklappt hat. Hat er das unten oder oben offen? Das wollen wir jetzt mal kurz sehen. Wir klicken einmal daneben. Unten ist es offen. So, wie ich es haben möchte. Prüfen wir nochmal. Unten ist es offen. So soll es sein. Das heißt, um jetzt die Rumpfform besser korrigieren zu können über die Parameter hier, da wechsle ich jetzt im Gordon-Modus hier. Da gehen wir auf die Daten, das ist richtig. Jetzt müssen wir gucken, wo kommen die Gordon-Werte? Hier, da steht Output Surface, das können wir jetzt ändern auf Wireframe. Ein bisschen warten und dann können wir uns das von der Seite anschauen. Und so ganz astrein sieht das nicht aus. So, von der Seite gesehen, der Rumpf soll ruhig hier unten so einen Bauch haben, wo er drauf landen kann und oben relativ glatt sein und vor allen Dingen natürlich nicht solche Stufungen und so weiter hier drin haben. Schauen wir mal hier vorne. Also dieser, der Wert hier, der kann schon mal größer werden. Das heißt, das vorne, das lassen wir natürlich unbeleckt. So, dann haben wir hier D21, D22. Wir gehen jetzt von der Höhe aus. Wir gucken von der Seite halt drauf. Und da möchte ich ruhig mal 55 haben. Dann wartet man hier einen Moment. Und dann wird kurz danach das entsprechend versetzt. So, dann wie gesagt, hier möchte ich halt so einen Bauch haben, auf dem er landet. Die werden deutlich größer in der Höhe. Das heißt, der D3, 1, den machen wir ruhig mal auf 68. Und dann versetzen wir den, da ist H3, ja die 1 eingestellt. Da machen wir jetzt mal -2. Da gucke ich mir jetzt gerade mal die Zeichnung an. Das ist ja Sketch 3. Doppelklick.
Ach, da habe ich einen vergessen. H3. Schließen wir das Ganze. Und jetzt sieht man das auch hier, diese Änderung. So gefällt mir das. Den Wert hier, das ist dann 1, 2, 3, Nummer 4. Ich mache mal kurz das hier auf. Die habe ich überall vergessen. H4. Zeichnung 5. Zeichnung 5. H5. Bei 2 werde ich die dann garantiert auch vergessen haben. Schauen wir uns das mal an. Nee, die habe ich gemacht. Da habe ich ja mit euch zusammen drauf geguckt. Da ist es drin. Okay, in meiner schnellen Aktion hinterher. Jetzt waren wir bei 5. Haben wir schon gemacht. Gehen wir die 6 an. Na komm. H6. Sketch 7. H7. Und dann haben wir hier noch im Gordon drin den Sketch 8. Da wird es H8. Okay, gut, uns das aufgefallen ist. Ich schließe die Zeichnung und sehe jetzt wieder das von der Seite. Und jetzt haben wir das Bauchige hier. Das könnte da eigentlich auch schon ein bisschen bauchiger werden. Das heißt, wir gehen auf die D2-Höhe. Da machen wir mal. Schauen wir bei D3. 68. Da machen wir hier mal 45. D2, 55 habe ich da jetzt. Okay. Kann man das noch ein bisschen nach unten ziehen. Die L2. Ne, die H2, das ist 1. Das machen wir jetzt mal auf -1. Ja, dann können wir den D2.1 hier noch ruhig auf 60 machen. Ja, das sieht schon gut aus. Das hier muss auch auf alle Fälle größer werden. Das ist dann 1, 2, 3, Nummer 4. D4.1, 56. Da machen wir ruhig mal 62 raus. Und ziehen den auch noch ein bisschen nach unten. H4 -1. Gucken. Er kann sogar noch ein bisschen größer werden. 41, 62, machen wir 64. Ja. So, der Übergang, der gefällt mir hier sehr gut. Und hier, der Rumpf kann hinten wesentlich dünner werden. Da sind wir hier bei 81, 82. Das heißt 24. Da machen wir mal 18 raus.
Stimmwert machen wir 20. Das hat jetzt nicht hingehauen. Warum nicht? Das müsste aber funktionieren. Over Constraint. Machen wir einmal das Maß raus. Das sagt er immer noch. Over Constraint 58. Schauen wir uns das mal gerade an. Constraint. Ja, der motzt wegen dieser kleinen Dinger hier. Okay. Das heißt, den Constraint nehmen wir raus. Und machen das Maß hier wieder rein. Das Maß, das ist dann die Punkt D82. Schließen die Zeichnung. Das hat was hier mit dem DY8 zu tun gehabt. Okay, jetzt klappt das und hier geht er sowieso. Das heißt, da haben wir ja überall die 0.1 drin stehen. Und dann machen wir hier jetzt auch noch Änderungen. Ich will aber da hinten erst nochmal, das ist mir eigentlich immer noch zu groß. Machen wir hier mal 15. Und daraus machen wir 17. So, und dann kann das ein bisschen nach oben gezogen werden. H8, da machen wir mal eine 3 hin. So, dann haben wir hier die Höhe, die kann jetzt auch ein bisschen schmaler werden. Die 7.1, machen wir mal 20. Der wird mal 22. Und dann können wir den noch nach oben fahren. 4. Da kann das hinten noch schmaler werden. Das heißt, oder höher nach oben gezogen werden. H8. 4. So, das sieht schon nicht schlecht aus. Okay, das ist jetzt erstmal die Seitenansicht. Jetzt gucken wir von oben drauf und dann sieht man, das ist auch noch nicht so ganz astrein. Also hier vorne das sieht schon ziemlich gut aus. Da können wir den Rumpf hier ein bisschen breiter machen. Da schauen wir aber, wie gesagt, DX1 muss immer größer DX2 sein. Das ist jetzt hier Nummer 2, 60 und das ist nur 46. Und da machen wir mal 50 raus. Schauen wir mal. Jo, so sieht das gut aus. Und hier die beiden, die gefallen mir auch noch nicht so ganz. Der muss auch ein bisschen größer werden. Das ist dann 1, 2, 3, Nummer 4. D4. Die Höhe ist, da müssen wir hin. D41 64, die Breite 46. Das machen wir auch mal aus 50. Jo, gefällt mir.
Und der muss jetzt auch noch ein bisschen breiter werden. Das ist dann 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Schauen wir mal bei D5, 1 waren 52, das 42. Da machen wir mal 48 raus. Das ist zu viel. 46. So, hinten der kann schmaler werden. Also das D82 ist 15. Da machen wir mal 13 raus. Jo. Das gefällt. Okay, jetzt stellen wir den Gordon wieder um auf eine Darstellung mit nicht mehr Wireframe, sondern Surface und wieder ein bisschen warten. Sollte aber relativ fix gehen. Hier unten sieht man, was er rechnet und da ist das Teil fertig. Jetzt blenden wir erstmal die ganzen Zeichnungen aus und die Splines. Also markieren, Leertaste drücken, dann sind die weg. Die Zeichnung hier oben, die können wir auch ausblenden. Ebenfalls Leertaste und da haben wir unseren Rumpf. So, und jetzt kommt der Clou in Anführungszeichen. Und zwar, ich habe ja hier diese dx und dy Werte. Und ist jetzt besser, die Zeichnung wieder einzublenden, wenigstens die von Wichtigkeit sind. Das sind diese, ja, bis dahin ungefähr. Also von hier bis da wird die Tragfläche aufgelegt obendrauf. Also muss der Rumpf da platter werden und breiter. Dafür habe ich diese Werte hier gemacht. Wir haben also hier Nummer 1, 2, also der muss auf alle Fälle nicht geändert werden, aber hier haben wir die Nummer 3, 4 und 5. So, das heißt, fangen wir mit dx-Werten an in 3 und da machen wir jetzt einfach mal hier eine 5 raus. Ich glaube, einmal hier reinklicken. Gucken wir uns den Sketch dreimal an. Den mag er nicht mehr. Einmal kurz schauen. Server failed to converge. Was auch immer das sein heißen mag. Wo hat er denn da jetzt ein Problem? Das möchte ich mal wissen. Das ist ja falsch rum. Oder? Warte. Das Maß ist ganz klar ein X-Maß und das hier. Was habe ich denn da gemacht? Okay, das kann nicht funktionieren. Das heißt, das Maß hier, das sollte dx3 sein. Jo. Und dann ist das Maß, das geht nach oben und bemaßen dy3. Das ist Unfug. Ich glaube, die kann ich alle nochmal machen. Gucken wir uns das mal an. Das Maß und natürlich
senkrecht DY3. So, schauen wir uns mal den Sketch 4 an. Das ist genauso ein Blödsinn. Die machen wir nochmal neu. So, dann bemaßen wir waagerecht die X4 und senkrecht die Y4. Sketch Nummer 5. Senkrecht und das ist waagerecht die X5. Schließen wir auch. Okay, da ich die Sachen jetzt nur ändern werde bei Nummer 3, 4 und 5, soll das ausreichend sein. Das heißt, ich mache jetzt nochmal hier bei DX3 hier einen anderen Wert rein. Machen wir 5 rein. So, da sieht man, das wird hier auseinandergezogen und errechnet und der Rumpf wird entsprechend breiter dort. Das machen wir jetzt bei dem DX4 auch. Da machen wir ruhig auch die 5. Und bei DX5, da machen wir mal die 4. Okay, dann schauen, ist er noch am Rechnen? Ja, ein wenig rechnet er noch. So, jetzt ist das fertig. Wir gucken uns das von der Seite aus an und die möchte ich jetzt noch nach oben bewegen. Wenn man sich das so von der Seite anschaut, dann könnten diese Punkte ein ganz Teil nach oben gehen. Das heißt, wir haben die Y3. Da mache ich mal eine 2 rein. Schauen wir uns das mal an. Das kann ruhig mehr werden. Die Y3. 4. Die Y4 machen wir auch 4. Und die Y5. Da machen wir auch die 4. Wenn er mich denn lässt. Und eine 4. So, jetzt sieht das schon besser so aus. Man kann das aber noch mehr nach außen und auch nach oben ziehen.
Den können wir mal ausblenden. Es interessieren nur die Nummer 3, 4 und 5. Und möchte ich noch ein bisschen ausgeprägter machen. Das heißt DX3, 7. DX4 machen wir 7. Und DX5, da machen wir 6. Okay, das gefällt mir schon ziemlich gut. Schauen wir mal, die können wir eigentlich alle noch ein wenig nach oben setzen. Gucken wir mal von vorne drauf. Vorne die Ansicht müsste die sein. Ja, die können ruhig ein bisschen nach oben. Mal gucken, wie war das? Gucken wir uns das mal so an. Okay, da haben wir DY4. Da haben wir eine 6 raus. Y3, da machen wir auch eine 6 raus. Und die Y5 auch. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. War es das zu viel oder war es nicht zu viel? Das sehen wir jetzt sofort, wenn wir uns das so anschauen. Ja, das könnte noch gut so hinhauen. Gut, also ich sage, der Rumpf ist so in Ordnung, wie er hier ist. Den würde ich halt so jetzt produzieren wollen. Also, was mache ich jetzt, um da einen Rumpf rauszumachen und hier oben auch noch einen Ausschnitt zu machen, wo die Tragfläche drauf hat mit ihrem Profil. Also erstmal, wir haben die Gordon-Fläche hier und wir wechseln jetzt in den Part-Modus. Da gibt es hier die Funktion Offset und das macht aus dieser Fläche jetzt einen Körper, mit dem wir hinterher arbeiten können. Einmal klicken und ein wenig warten. Okay, das war das erste Warten schon gewesen. Man sieht hier aber, das ist noch nicht richtig. Einmal den Versatz füllen, klicken und wieder warten. So, und jetzt haben wir den Rumpf soweit fertig. Das heißt, ich mache jetzt aus diesem Offset, einmal im Offset ist immer die Gordon noch aktiv, die muss man immer hier einmal unsichtbar schalten. Dann mache ich aus dem Offset, einmal muss ich hier das Maß hier noch eingeben, das soll 0,4 mm werden, das heißt eine Düsendicke. Da wird nochmal das Warten notwendig werden. Okay, und da haben wir den Rumpf jetzt mit der Wanddicke von 0,4 mm. Der wird also ganz leicht und dünn geplottet, gedruckt. So, schauen wir uns das von der Seite an. Da soll jetzt oben so eine Tragfläche rausgeschnitten werden.
Ich mache das jetzt erstmal hier unsichtbar, beziehungsweise ich mache daraus einen 3D-Körper mit dieser Funktion hier, Form aufbereiten. Und das haben wir gemacht. Und jetzt erzeuge ich erstmal ein Tragflächenprofil, was ich da rausschneiden möchte. Machen wir das hier ganz unsichtbar. Wir haben hier noch Sketche aktiv und auch noch einen so einen Spline, die können wir inaktiv machen. So, wechseln tun wir in den Draft-Modus. Dazu wähle ich aber zunächst einmal eine entsprechende Fläche aus, XY, da wird das hin importiert. Damit ich die habe, mache ich einmal im Part Design Modus einen neuen Körper. Das war nicht gut. Das Base Feature können wir aber einfach löschen. So, der Körper, der hat jetzt hier ein Origin und da haben wir die XY Plane. So, dann wechseln wir in den Draft Modus. Was hat er hier jetzt wieder sichtbar? Ach, die Linie. Okay. Wir sind im Draft-Modus. Gehen wir in die Aufsicht, sehen wir, da kommt das Profil hin. Einmal Datei importieren. Hier Common Airflow Data auswählen als Importfunktion und dann das Profil auswählen. Das ist bei mir im Standardverzeichnis und hier, da ist das Prof.dat heißt das Ganze. Ich glaube, das ist aber im Download. Das muss eigentlich richtig sein. Versuchen wir es nochmal. Da ist es Prof.dat. Doppelklick, Coatselic Format. Wie gesagt, das könnt ihr euch im Internet als ZIP-Datei runterladen. Und dann wählen wir hier ein Profil aus, MH42, mein Standardprofil. Und auswählen, öffnen. Dann ist es da so winzig klein drin. Und aus dem machen wir direkt ein Spline mit dieser Funktion hier. Das Wire hier, das wird unsichtbar gemacht. Das ist jetzt hier das Spline. Und dieses Spline, das wird jetzt skaliert. Das geht hier über diese Funktion, also selektieren, skalieren, dann hier. Das ist 0, 0, 0. Dann ein Klon erzeugen. Einheitliche Skalierung sollte an sein. Und das Ganze, die Tragfläche ist 140 mm, ist die Wurzellänge. Ich mache die aber 140,8 mm, ein bisschen größer, weil da auch noch die Haut oben drauf kommt. Wenn ich die Tragfläche halt, so wie ich die konstruiert habe, nehmen wir 140,8 und einmal OK klicken. Und dann haben wir hier das Spline, das können wir unsichtbar machen. Das Spline, da machen wir eine Zeichnung raus. Hier über diese Funktion. Das ist ein Sketch geworden. Die kann ich unsichtbar machen. Das ist der Sketch. Und der hat jetzt die Länge von 140. Dann klicken wir einmal hier auf das Gitter. Dann ist das wieder aus und wir haben hier eine Zeichnung drin. So, die Zeichnung, die ziehe ich jetzt in den vorhin erzeugten Body rein. Wechsel in den Part Design Modus und möchte die jetzt, wir können den Rumpf mal wieder aktiv machen, das ist das hier. Und dann sieht man, die liegt natürlich völlig falsch, die soll ja um 90 Grad gedreht werden, also die muss auf die XZ-Fläche gelegt werden. Wir selektieren die XZ-Fläche, einmal diese Funktion hier auswählen, die nennt Skizze einer Fläche zuordnen. Sketch ist 009 und OK. Flatface, jo, mach. Und jetzt liegt die richtig. Gut, jetzt machen wir aus diesem Sketch einen Körper über Aufpolsterung. Das wird symmetrisch zu einer Ebene aufgepolstert und die Länge können wir einfach machen, 100 mm. Dann steht das auf alle Fälle über.
sollte jetzt eigentlich machen. Er rechnet da aber dran. Oh, da ist es. So, jetzt haben wir hier das Profil und das soll da oben jetzt rausgeschnitten werden. Jetzt müssen wir das erstmal entsprechend verschieben, diesen Körper. Das heißt, wir gehen hier auf Modell, Placement, Position. Das werden 150 mm. So, 150 mm. Und jetzt muss man hier von der Seite drauf schauen. Von der Seite drauf schauen. Da ist der Körper. Und die, wie soll das in Y werden? Machen wir mal 40. Ne, ist es nicht. Quatsch, ist keine 40. Machen wir mal 20. So, ihr seht hier wieder, er wird jetzt was verarbeiten. Tut er nicht. Das ist auch falsch. Y, das muss 0 werden. Und in Z muss das natürlich die 20 nach oben kommen. Das ist zu wenig. Schauen wir nochmal von der Seite drauf. Selektieren den wieder. Machen hier mal die 30 raus. Das ist zu viel. Oder der Rumpf ist hinten zu niedrig. Das heißt, so sieht das hier vorne schon mal ganz gut aus. Und da hinten muss der Rumpf höher werden. Und die Möglichkeiten haben wir ja. Ich mache jetzt wieder den Sketch an, den Sketch an, den Sketch an. Und entweder muss der höher. Und das sieht so aus. Ja, der muss auf alle Fälle höher. Das heißt, das ist jetzt Sketch 5. Und das geht jetzt nicht über diese D-Werte, sondern hier über die H-Werte bei Zeichnung Nummer 5. L5H5. Der ist nur bei 1. Da machen wir mal 3 raus. Schauen wir uns das da mal an. Ja, die liegt da schon einigermaßen drauf. Und wir machen da jetzt noch mit dem DY5, da machen wir mal 7 raus. Jo. Und dann haben wir hier die nächste Zeichnung. Die ist da. Die ist jetzt viel zu niedrig. Das heißt, da müssen wir, das ist Zeichnung 6. Das H6, da machen wir mal 3 hin. Gucken uns das nochmal von der Seite an. Eigentlich müssen die alle ein bisschen hoch. L6, der L7, H7, der muss, was habe ich hier jetzt bei 6? Da habe ich 3 genommen. Hier sind es 4. Da machen wir mal auch eine 6 raus.
Sketch 7 und der Sketch 8. Der muss auch nach oben. 8, 4. Da machen wir auch eine 6 raus. Ja, das ist nicht so doll. Ich glaube, da müssen wir hier wieder ein bisschen runtergehen mit dem DY5. Jetzt gehen wir mit der Traf. Ne, wir lassen es einfach mal so. Wir testen das jetzt. Also, wir haben jetzt hier den Rumpf in der Art und ich habe hier den Körper, der davon abgezogen werden soll. Daraus mache ich jetzt auch mit Form aufbereiten einen neuen Körper. Das ist der. Aus dem Offset hier, den kann ich kopieren. Muss ich aber eigentlich nicht. Erstmal gehen wir her, sagen speichern und den möchte ich lieber da unten nochmal hin haben. Also bereiten wir den auch nochmal gerade auf. So, da haben wir jetzt den Offset und den Body. Das hier ist Rumpf und das ist Profil. So, damit man es halt besser auseinanderhalten kann. Und die beiden, die sollen jetzt vereinigt werden. Und zwar soll das Profil vom Rumpf abgezogen werden. Also Rumpf zuerst, dann Profil und diese Funktion wählen und warten. Okay, jetzt sieht man hier, der lässt da sowas stehen. Das ist nicht weiter schlimm. Da könnte man hinterher noch ein bisschen nacharbeiten. Man kann natürlich jetzt auch noch nacharbeiten mit den ganzen Parametern, bis dieses Loch hier ein bisschen hübscher aussieht. Wenn man sich das so von der Seite anschaut, da könnte man die Tragfläche jetzt noch ein bisschen nach unten setzen. Das heißt, wir gehen hier rauf, da haben wir die Position. In Z30, da machen wir jetzt mal 29,5. Okay, so nehmen wir das jetzt einfach und versuchen gleich dann noch das hier einfach abzutrennen. Beziehungsweise, das hat auch was mit diesen, dieser Höhe hier von diesem Teil zu tun. Gehen wir nochmal auf die DY-Wert. Da machen wir jetzt mal eine 4,5 raus.
Okay, das soll soweit gewesen sein. Ihr seht jetzt, hier ist eine Tragfläche, da passt so ein Rumpf, da passt so eine Tragfläche rein. Das heißt, das kann man jetzt wieder aktivieren und man könnte jetzt hier oben das hier rausschneiden. Das kann ich auch mal gerade versuchen. Das heißt, ich zeichne einfach einen neuen Körper im Part Design Modus und den machen wir auf die XY-Ebene. So, neuen Körper haben wir, Zeichnung auf die XY-Ebene. Dann zeichnen wir da jetzt, wechseln das natürlich hier um. Da wird ein Rechteck eingezeichnet, das da so bis da hinten hinreicht. Und da machen wir ein Pad raus. Mm ist in Ordnung. Und dann schauen wir uns das jetzt von der Seite an und fahren das nach oben in Z. Ein bisschen hier genauer rein. 28,5. Können wir jetzt noch ein bisschen in X bewegen. So sieht das doch ganz gut aus. Das soll jetzt einfach da rausgeschnitten werden. Das heißt, ich mache hier auch einen Körper raus mit der aufbereitenden Funktion. Hier habe ich den Cut. Daraus mache ich auch einen neuen 3D-Körper. So, das ist wieder Rumpf. Kriege natürlich jetzt eine Nummerierung und das ist Schnitt. So, dann machen wir den und die Differenz. Müssen wir mal schauen, warum das so ist. Also das hat nicht funktioniert. Versuchen wir gerade im Part-Modus, ob wir hier noch eine Funktion finden, die sowas reparieren kann. Boolean Fragments. Ne. Gehen wir noch mal auf diesen Körper hier, machen den sichtbar, von der Seite anschauen. Was kann ihn denn da stören? Okay, der kann noch ein bisschen weiter in X. Schneiden wir da ruhig mal 0,3 rein. Und jo, und schon klappt's. So, dann haben wir den Rumpf fertig. Da kann die Tragfläche eingelegt werden und entsprechend mit einer Schraube oder was befestigt werden. Hier unten ist jetzt noch dieses Loch drin. Das kriegt man natürlich auch weg. Und zwar, wir haben die Sketche, brauchen wir diese nicht mehr. Wir brauchen allerdings die beiden Sketche hier. Und wir brauchen die
Splines +5 und -5 und F unten. So, ist F unten. Da. Und da sollen jetzt auch noch, das geht leider nicht in einem, das müssen 2 werden. Warum das so ist, kann ich euch nicht hundertprozentig erklären. Weiß ich nicht. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir machen es einfach. Das heißt, ich erzeuge jetzt einen neuen Gordon. Und zwar die beiden Sketche. F unten und F -5. Daraus wird ein Gordon erzeugt. Wir wechseln wieder in die Curves und einmal Gordon klicken. Und da hat er den ersten Gordon, dann machen wir den zweiten Gordon, der ist auch Sketch 1, Sketch 3 und dann wiederum F unten, der hängt jetzt hier in dem Gordon drin, F unten und F +5 und nochmal ein Gordon. Der hat jetzt nicht geklappt. Machen wir den mal wieder weg. Schauen wir uns das nochmal an. Warum nicht? Also, wir brauchen Sketch 1 und 8. F unten und aus dem Gordon 1 den F +5. Oder den F -5 brauchen wir, ne? Ach, das war einfach die falsche Seite, die ich gewählt habe. Okay, schauen wir uns das mal an. Ich fange nochmal lieber neu an. Sketch 1, Sketch 8, F unten und F. Eigentlich ist da der F -5 dran. Machen wir hier mal den F -5 und Gordon. Klappt nicht. Dann löschen wir die Gordons erstmal raus. Wir versuchen es einfach nur mit Plus und Minus, also 1 und 8 und F -5, F +5 und ein Gordon bitte. Ich sehe schon wieder, was passiert. Ich mache mal den Rumpf unsichtbar. Da macht er wieder irgendeinen Quatsch. Fangen wir nochmal an. Sketch 1, 8. F unten. F +5. Okay, der klappt. Dann muss der doch auch mit dem -5 klappen. Das hat ja vorhin funktioniert. Das heißt, wir machen einen weiteren Gordon, deselektieren alles, Sketch 1 und 8. Das ist +5, also +5 ist das. Also müssen wir die -5 nehmen und den F unten und Gordon bitte. Ja, jetzt hat es geklappt. Kommt auf die Art an, wie man die anklickt. Das heißt, ich kann jetzt den Cut hier wieder anmachen. Wir können uns das hier anschauen. Die müssen jetzt auch noch halt verändert werden über den Part-Modus mit dieser Offset-Funktion. Das heißt, ich habe Gordon 1 selektiert, gehen hoch, wechseln hier auf 0,4 mm und machen den Versatz gefüllt. Einmal OK.
Und der zweite Gordon wird auch so ein Offset, auch da 0,4 mm Versatz gefüllt und okay. So, kurze Unterbrechung. Ich bin aber auch so gut wie durch. Wir haben jetzt den Rumpf hier fertig. Da können die Tragflächen drauf gespannt werden. Was dann noch zukonstruiert werden muss für eine Verschraubung und so weiter, das soll hier nicht in das Video. Ich habe diese 3 Teile. Ich kann die leider nicht vereinigen, aber ich kann die in Blender zum Beispiel oder in Cura zusammen importieren und daraus den Rumpf auch drucken lassen. Okay, wenn euch solche Videos gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da und klickt auf die Glocke, dann werdet ihr über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen bei diesem langen Video. Und wenn Fragen sind, dann fragt bitte. Und ihr habt gesehen, auch ich mache bei der Konstruktion Fehler. Und ihr habt auch gesehen, wie man solche Fehler relativ einfach wieder ausmerzen kann. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.